Herzlich willkommen hier bei uns auf dem Betrieb in Großenrode. Wir bewirtschaften einen sehr, sehr vielfältigen Betrieb. Wir haben insgesamt 16,5 Hektar. Neben Kleegras, auf dem die 4 Hühnermobile stehen mit insgesamt 1850 Legehennen, haben wir auch Masthähnchen in Mobilstellen, mästen ein paar Schweine, machen 3 Hektar Kartoffeln und 3/4 Hektar Gemüse und haben eine sehr, sehr intensive Direktvermarktung an Restaurants, Läden und halt einen Hofladen. Der Biolandbetrieb Penk startete vor rund 22 Jahren. Als eine erste Humusbilanz knapp negativ ausfiel, beschloss Jörge Penk, 2-jähriges Kleegras in die 5-jährige Fruchtfolge zu integrieren. So ist es gelungen, den Humusgehalt von 2,1% auf 2,8% zu erhöhen. Und da bin ich total happy drüber, weil wir mit dem 2-jährigen Kleegras ja 2 Jahre lang keine Verkaufskultur haben. Aber wir haben dann aus der Not eine Tugend gemacht. Auf dem Betrieb Penk wird das 2-jährige Kleegras von Hühnern beweidet. Die mobilen Ställe wandern regelmäßig über die Flächen und kehren erst nach 5 Jahren an denselben Ort zurück. Die Idee dahinter: Verzicht auf 1 Jahr Getreide in der Fruchtfolge bei gleichbleibendem Gesamtertrag fürs Getreide. Möglich wird das durch symbiotische Stickstofffixierung, eine bessere Unterdrückung von Beikräutern und den zusätzlichen Nährstoffeintrag aus dem Hühnermist. Und ich kann sagen, dass das komplett aufgegangen ist. Wir haben also heute Erträge, die liegen zwischen 5 und 6 Tonnen pro Hektar beim Getreide. Vorher lagen die Getreideerträge bei etwa 4 Tonnen pro Hektar. Vor allem im Frühjahr können die Hühner nicht die gesamten 6 Hektar Kleegras abweiden. Deshalb hat der Betrieb das Cut-and-Carry-System eingeführt. Das Kleegras wird gemulcht und der Mulch zwischen den Gemüsekulturen verteilt. So entsteht ein Nährstoff- und Kohlenstofftransfer vom Kleegras in die übrigen Flächen. Gleichzeitig wird Wasser eingespart und das Beikraut unterdrückt. Aufs Kleegras bezogen glaube ich, dass wir eine sehr gute Klimawirkung haben. Ich habe mal eine Zahl gehört, dass pro Hektar Kleegras ungefähr 50 Tonnen CO2 pro Jahr gespeichert werden. Und wir machen halt 2-jähriges Kleegras. Deshalb glaube ich, sind wir klimatechnisch auf dem richtigen Weg unterwegs. Was nicht heißt, dass wir uns auch noch verbessern können. Das wollen wir auch machen. Zur Klimastrategie gehört auch Energieautarkie. Mit Photovoltaik und Stromspeichern deckt der Betrieb bereits den Großteil seines Strombedarfs selbst. Im Moment schaffen wir das zu 70%, indem wir eine Photovoltaikanlage auf das Dach gelegt haben, mit denen wir unsere Kühlzellen betreiben. Wir haben auch eigene Stromspeicher gekauft. Nachts haben wir dann eben wenig Strom, den wir erzeugen. Dafür sind dann die Batterien da, die aber leider eben noch nicht die volle Leistung bringen, die wir in der Nacht bräuchten. Für Jörge und Katja ist Klimaschutz aber nur ein Teil ihrer Betriebsstrategie. Für mich war die Bearbeitung der 3 Nachhaltigkeitskriterien ökologisch, ökonomisch und sozial von vornherein extrem wichtig. Also dass der Betrieb ökonomisch stabil laufen muss, ist eigentlich gesetzt. Da gibt es keine Alternative zu. Deshalb ist ein wichtiger Fokus natürlich auf die Ökonomie. Weil für mich die Biodiversität auch total wichtig ist, habe ich eine Streuobstwiese angelegt vor mehreren Jahren. Und auch viele Heilkräuter angepflanzt, die hier auf dem Betrieb wachsen. Und ich versuche, alle Stellen zu nutzen, die oft übrig bleiben. Also hier zum Beispiel habe ich angefangen, Tee anzubauen, was sehr erfolgreich klappt. Und wir vermarkten diesen Tee inzwischen auch in unserem Hofladen. Also für den Bereich der sozialen Nachhaltigkeit würde ich sehen, dass wir zum Beispiel viele Gruppen hier auf dem Betrieb haben. Gleichzeitig haben wir auch 2 Außenarbeitsplätze für Menschen mit Betreuungsbedarf geschaffen. Und das sehe ich halt als einen Beitrag für soziale Nachhaltigkeit, dass wir anderen Menschen die Möglichkeit geben, sich zu orientieren und Dinge kennenzulernen. Der Betrieb von Jörge und Katja zeigt beispielhaft, wie nachhaltige Landwirtschaft Klimaschutz mit Wirtschaftlichkeit, Biodiversität und sozialer Verantwortung zu einem Ganzen verbindet.